Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo und zwar ein V130-15 IKB und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man auf der Rückseite und zwar sehr gut zu lesen hier oben. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man bei dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Dafür muss man nämlich nur den Frontrahmen lösen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad könnte man hingegen auch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen, die man hier sehen kann. Und diese Schraube hier hält das Laufwerk. Das heißt, sobald die raus ist, kann man hier drüben das Laufwerk rausnehmen. Und dieses Modell ist auch in dem Sinne recht einzigartig. Das hat nämlich nicht nur ein DVD-Laufwerk, sondern eben auch einen DVD-Brenner. Das ist also etwas, was es nicht so oft gibt. Und das Zweite ist, man muss das Laufwerk auch zuerst rausnehmen, weil eben auch hier unter dem Laufwerk nochmal 2 Schrauben sitzen. Generell sind hier alle Schrauben gleich lang und das sind alles Kreuzschrauben. Und ich benutze hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Alles drin, was man braucht, ob das Öffner sind, Pinzetten oder eben ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen, habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Ja, und für die Kreuzschrauben nimmt man sich dann hier am besten ein PH0. Und damit machen wir auch die beiden Schrauben unter dem Laufwerk noch lose. Sonst würde das nämlich hier beim Versuch, das zu öffnen, abbrechen. Bei dem speziellen Gerät hier gibt es noch eine Besonderheit. Das ist ein Reparaturgerät. Und zwar ist da hier drüben das Scharnier ausgebrochen. Das heißt, normalerweise wäre das jetzt hier natürlich komplett geschlossen. Wenn ihr jetzt aber die Unterseite abnehmen wollt, dann ist es so, dass die Verbindung zwischen Unterseite und Gerät hier außenrum läuft. Auch hier und auch auf der Vorderseite, ganz hier vorne am Rand quasi. Und ja, zum Öffnen benutze ich hier einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und dann probiert man im Grunde genommen, auf der Rückseite versuche ich meistens anzufangen, zwischen Gerät und Unterseite eine Öffnung zu schaffen, zu finden und das dann nach oben zu hebeln. Dadurch, dass das jetzt hier gebrochen ist, ist das natürlich relativ einfach. Man kann jetzt aber auch zum Beispiel hier drüben anfangen und versucht da so ein bisschen reinzugehen, um das dann nach oben hin aufzuhebeln. Und falls das mal irgendwo besonders schwer geht, dann sucht man sich am besten einfach eine andere Stelle. Auf jeden Fall nicht versuchen, das mit Gewalt zu machen, sondern einfach mit Geduld. Und dann arbeitet man sich hier so einmal um das Gerät. Das laute Knacken ist übrigens auch völlig normal. Das ist, wenn sich die Einraststellen lösen. Das braucht man also keine Angst haben, da was kaputt zu machen. Und dann arbeitet man sich so rings um das Gerät, bis man dann meistens auch mit den Fingern schon drunter fassen kann und das dann mit ein bisschen Rütteln und Wackeln einfach abnehmen kann. Bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres an dem Gerät machen, stellen wir auf jeden Fall als allererstes mal sicher, dass wir den Akku vom Mainboard trennen. Und da sieht man hier dieses Kabel. Und das kann man in dem Fall einfach zur Seite rausziehen und ist so definitiv auf der sicheren Seite.
Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen über dem Akku hier drüben die SSD. Dann haben wir hier noch die CMOS-Batterie. Die ist jetzt hier wirklich nur eingesteckt. Also die kann man jetzt so einfach nach oben hin raushebeln. Direkt daneben sehen wir das WLAN-Modul. Bei dem Gerät hier ist jetzt zum Beispiel auch eine 2,5 Zoll Festplatte verbaut, die über ein Adapterkabel hier mit dem Mainboard verbunden ist. Falls das bei eurem Gerät nicht so ist, kann man das aber auf jeden Fall nachbestellen und nachrüsten. Und dann sehen wir hier unter dieser Abdeckung den RAM und hier auch noch den Heatsink, der hier drunter liegt, und natürlich den Lüfter, den wir hier drüben sehen. Die Platine hier könnte man übrigens auch separat tauschen, wenn man das will. Um den Akku auszubauen, muss man diese Schrauben hier, da wir eventuell eben auch noch so einen kleinen Garantieaufkleber drunter rausschrauben, und auch hier unter diesem Kabel ist eine Schraube. Und da kann ich euch bei der Gelegenheit auch gleich mal zeigen, wie diese Steckverbindung hier funktioniert. Da kann man nämlich nicht einfach dran ziehen. Das ist so, dass man den erst nach oben hin aufklappt und dann gibt es das Kabel frei und dann kann man das hier rausziehen. Und wenn alle Schrauben draußen sind, kann man den Akku hier einfach aus dem Gehäuse nehmen und so gegebenenfalls auch tauschen. Solltet ihr euch bei einem neuen Akku übrigens für den IPC-eigenen Akku entscheiden, dann kann ich euch hier direkt schon mal zeigen, dass der absolut identisch ist und passt genau. Und der lässt sich auch genau auf die gleiche Art und Weise einbauen. Und zwar gibt es hier neben den eigentlichen Schrauben noch so kleine Hilfsöffnungen. Da kann man den Akku wieder genau positionieren. Und dann fällt er direkt auf die Schrauben und kann wieder verschraubt werden. Und bei dem IPC-Akku ist es im Übrigen so, der ist von der Qualität her absolut gleichwertig. Der ist übrigens auch CO2 kompensiert und wir bieten auf die IPC-Akkus bis zu 24 Monate Garantie. Das also mal dazu. Um den RAM zu tauschen, das ist eigentlich immer sehr, sehr einfach. Muss man hier nur so ein bisschen die Abdeckung nach oben biegen. Und der RAM selber wird nur von den beiden silbernen Klammern an der Seite hier gehalten. Die zieht man so ein bisschen nach außen und dann ja, springt der einem hier quasi schon entgegen und kann dann so eben auch getauscht werden. Einfach schauen, dass man hier nicht auf die Kontakte drauf toucht, vor allem wenn man feuchte oder schwitzige Hände hat. Und der Einbau, ja, genauso einfach. Der geht auch nur in eine Richtung rein. Der würde so also gar nicht passen. Und dann kommt er zurück in den Slot, wird so ein bisschen nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Ja, und die SSD hier, die ist genauso einfach. Die wird nämlich nur von einer Schraube hier hinten gehalten. Das heißt, sobald die Schraube raus ist, kann man die SSD auch hier einfach aus dem Slot ziehen und so eben auch nachrüsten. Und das gleiche Prinzip hier wie beim RAM, geht nur in eine Richtung rein. So würde die gar nicht passen. Und dann auch hier einfach zurück in den Slot bis ganz zum Anschlag. Und dann unten auf das Gewinde. Und dann einfach wieder verschrauben. Der Lüfter lässt sich hier übrigens auch einzeln tauschen. Und zwar wird der von diesen beiden Schrauben hier drüben gehalten. Und dann sehen wir hier noch das Lüfterkabel zum Mainboard. Und auch hier, man muss einfach die Schrauben rausnehmen. Es kann sogar sein, dass die hier im Gehäuse bleiben. Und natürlich auch das Kabel rausnehmen. Und da probiere ich nach Möglichkeit hier am Stecker zu fassen, ohne großartig aufs Mainboard zu kommen. Und dann macht man den nach hinten hin raus. Genau so. Und dann kann man den Lüfter hier aus dem Gehäuse nehmen. Und dann sieht man hier drüben noch, dass die Kabel vom WLAN-Modul hier lang laufen. Die kann man aber hier einfach ausfädeln, kein Hexenwerk. Und ja, dann lässt sich der Lüfter hier extrem einfach tauschen.
Beim Wiederverbinden, da würde ich jetzt empfehlen, das Lüfterkabel zuerst zu verbinden. Dann vergisst man das nämlich auch nicht. Und falls man sich da mal nicht so ganz sicher ist, da kann man hier sehen, auf der einen Seite des Anschlusses gibt es Kontakte zu sehen, auf der anderen nicht. Und die Kontakte zeigen beim Wiederverbinden nach oben. Und da würde ich zuerst eben schauen, dass man das Kabel wieder verbindet. Hier auch wirklich schauen, dass der Stecker richtig im Slot drin steckt. Und dann muss man die Kabel vom WLAN hier wieder einfügen. Oben, unten, oben, dass die nicht verknickt werden. Und der Lüfter selber muss ja dann einfach nur wieder auf die Gewinde drauf. Und wie gesagt, hier schauen, dass die WLAN-Kabel da nicht verknicken. Und sobald der Lüfter wieder verschraubt ist, ist hier alles im grünen Bereich. So, den Akku-Einbau habe ich vorhin ja schon gezeigt. Da ist es jetzt einfach so, wie gesagt, den legt man jetzt zurück auf die Position. Falls hier die 2,5 Zoll verbaut ist, schauen, dass das Kabel oben drüber läuft. Und ja, dann tatsächlich einfach nur wieder verschrauben. Und ähnlich wie auch beim Lüfter, nicht vergessen, das Kabel wieder zu verbinden, auch bei der 2,5 Zoll. Schauen, dass der Stecker auf ist und dann kommt das wieder hinein. Da kann man hier noch so eine schwarze Linie sehen. Da sieht man ganz gut, ob das Kabel wieder richtig drin steckt. Dann den Stecker zumachen und dann ganz zum Schluss, wenn man nichts mehr machen muss, den Akku wieder verbinden. Auch hier bis zum Anschlag. Und ja, dann kann man die Unterseite eigentlich auch schon wieder verbinden. Und die kommt jetzt einfach von oben auf das Gerät, wird nach unten festgedrückt. Das knackt auch mal ganz gerne. Und da gehe ich am Ende auch immer noch einmal um das Gerät und schaue, dass hier nirgendwo mehr Öffnungen oder Lücken zu sehen sind, dass da alles ordentlich verschlossen ist. Danach alles verschrauben, nicht vergessen, die beiden Schrauben zuerst. Und auch das Laufwerk muss zuerst wieder rein. Und dann kann man die äußeren Schrauben reinschrauben und dann hat man das alles erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.